Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute werfen wir einen Blick auf zwei faszinierende Hunderassen und vergleichen diese miteinander. Beide Hunde wurden während der Kolonialzeit in Südafrika von den weißen Siedlern entwickelt. Einer Zeit, die bis heute viele Herausforderungen mit sich bringt, wie viele weltpolitisch Interessierte von Ihnen wissen werden. Ja, der Rhodesian Ridgeback und der Boer Bull. Boom! Die Geschichte dieser Hunderassen ist untrennbar mit der Kolonialgeschichte verbunden. Dieser Fakt und einige andere Dinge, welche diese herrlichen Hunde miteinander verbinden, die sind der Grund, weshalb ich beide heute miteinander vergleichen möchte. Also, bis gleich. Der südafrikanische Löwenhund und der südafrikanische Mastiff. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, das kann ich Ihnen sagen. Feinste Spezialitäten aus dem Süden. Zwei Hunde, welche bei mir persönlich ganz oben mitspielen. Wunderschön, stark, exotisch, aber auch sehr anspruchsvoll und stets auf der Suche nach dem geeigneten Besitzer, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja. Den meisten von Ihnen sind diese Hunde natürlich schon bekannt und von beiden habe ich auch schon Rasseporträts auf meinem Kanal hochgeladen. Und trotzdem möchte ich es ganz traditionell halten und vor dem Vergleich ganz kurz in die Geschichte der jeweiligen Rassen eintauchen. Und wir starten gleich mit dem Rhodesian Ridgeback. Im 16. Jahrhundert trafen die ersten Siedler aus den Niederlanden, Frankreich und Deutschland in Südafrika ein. Es wurde Kapstadt gegründet und Farmen schossen aus dem Boden heraus. Ja. Diese Siedler hatten Hunde mit, hauptsächlich starke Mastiffs, Jagd- und Hütehunde. Doch viele dieser Hunde hatten Probleme, sowohl mit den klimatischen Begebenheiten wie auch mit der völlig neuen Art der Beutegreifer, denen sie beim Schutz des Nutztieres gegenüberstanden. Ja. Wolf oder Bär, die stellten Gegner dar, welche in der Genetik dieser Hunde verankert waren. Die hatten ihren Platz im Blut dieser Hunde. Doch nun waren es Paviane, Wildhunde, Hyänen oder Leoparden, Feinde, welche völlig neue Strategie und Taktik der Hunde erforderte. Ja. Die Jagdhunde, welche das Wildschwein in Europa fixierten, gekonnt jagten, die sahen sich plötzlich einem völlig anders kämpfenden Warzenschwein gegenüber. Die Hunde der Siedler waren mit dieser neuen Welt etwas überfordert, um das Ganze zart auszudrücken. Da gab es einen eingeborenen Stamm, die Khoikhoi. Und die wurden zuhauf als Farmarbeiter angeheuert. Und genau dieser Stamm besaß einen Hundetyp, welcher weit und breit dort berühmt war. Dieser Hund war etwa mittelgroß, kurzhaarig und besaß zumeist einen Ridge am Rücken. Ridge. Sie wissen schon, dieses Stück Fell, das vom Nacken oder von den Schulterblättern aus bis zur Gruppe runter in entgegengesetzte Richtung wächst. Ridge. Nicht viele Hunderassen besitzen solch einen Ridge. Ja. Diese Hunde, der Khoikhoi, waren exzellente und höchst leistungsfähige Jagdhunde, Hütehunde, Wach- und Schutzhunde und wurden von den Khoikhoi gehütet wie ein Schatz. Ganz schnell waren die Siedler von den Fähigkeiten dieser Hunde beeindruckt und begannen damit ihre eigenen Hunde mit denjenigen der Khoikhoi zu kreuzen. Und genau so entstand der moderne Rhodesian Ridgeback. Der Ridgeback kam zum Einsatz als Großwildjäger auf allerlei Wild, fungierte als Packer bei der höchst gefährlichen Warzenschweinjagd und ja, er jagte auch den Löwen. Die meisten von Ihnen wissen,
natürlich, wie solch eine Löwenjagd mit Ridgebacks abgelaufen ist. Einige haben hier etwas, will ich sagen, falsche Vorstellungen von solch einer Jagd, denn die vermuten bis heute, dass der Ridgeback bei solchen Jagden tatsächlich in heftigen Kampf mit Löwen geriet. Doch das war im Normalfall nicht der Fall, denn wäre das so gewesen, hätte das jedes Mal ein Todesurteil für den Hund bedeutet. Na, Ridgebacks wurden in der Meute auf die Spur eines Löwen angesetzt, nahmen die auf, spürten den Löwen auf, hetzten ihn und banden ihn am Platz. Mittels abwechselnd erfolgten Scheinangriffen, die sie auf den Löwen starteten. Dabei aber immer darauf achtend, genügend Abstand einzuhalten, um nicht von den tödlichen Pranken oder Zähnen des Löwen erwischt zu werden. Also diese Hunde mussten wahnsinnig schnell, reaktionsschnell, aber auch mutig, kräftig sein. Ganz klar, sonst kann man auch keinen Löwen binden. Ja, und wenn sie diesen Löwen am Platz gebunden haben, also der Löwe nicht flüchten konnte, weil er ständig, permanent von anderen Richtungen attackiert wurde von den Hunden, waren irgendwann mal die Jäger da und erlegten den Löwen. So lief eine Löwenjagd mit Rhodesian Ridgebacks ab. Viele sagen jetzt, und ich dachte, dieser Hund kämpfte tatsächlich mit den Löwen. Jetzt bin ich enttäuscht. Nun, liebe Zuseher, an alle, welche diese Einstellung haben, versuchen Sie mal einen Löwen zu binden, am Platz zu binden, mit einigen Kumpels von Ihnen. Ich bezweifle, dass Sie das überleben werden. Ja, so, doch, er war nicht nur Jäger. Der Ridgeback zeigte einen fantastischen Wächter der Farmen und Beschützer des Viehs und war dazu fähig, in der Gruppe sämtliche Beutegreifer Afrikas von der Farm wegzuprügeln. Der moderne Rhodesian Ridgeback ist ein herrlicher Hund, einer meiner Top-Favoriten schon immer gewesen, seit ich diesen Hund kenne. Aber diesen Hund muss man schon können. Doch wir sehen uns später dann sowieso die Charaktere beider Hunderassen an. Und nun zum Zarten, zum Flöckchen. Ja? Der südafrikanische Bulldog, der südafrikanische Mastiff, der Boerboel. Letzteres bedeutet nichts anderes als Bauernhund. Das Boer steht für Bauern, das Bull für Hund. Ja, und dieser Brocken, der entstand etwa zur selben Zeit wie der Ridgeback und wurde auch von denselben Leuten ins Leben gerufen, am selben Ort. Und genauso wie sein schlankerer Verwandter, und diesen Begriff verwende ich absichtlich, doch dazu etwas später, waren die direkten Vorfahren des modernen Boerboels extrem harte Arbeiter, universell einsetzbare Arbeiter. Und obwohl auch der Boerboel bei der Packerjagd höchst wehrhaftes Wild zu Fall brachte, wurde dieser Hundetyp hauptsächlich zum waschechten Bodyguard optimiert. Die Basis stellten bei diesem Hund europäische Mastiff-Typen dar, welche mit klimaharten, ortsansässigen Hunden gekreuzt wurden. Man wollte einen Hund erhalten, der vorwiegend zum Schutz des Nutztieres und der Siedler taugte, im Notfall aber auch jagdlich einzusetzen war. Dieser Hund wurde massiger und stärker gezüchtet als die Hunde mit dem Ridge am Rücken. Der Charakter und die Anatomie an die Aufgabe des puren Verteidigers angepasst. Der Boerboel bewachte die Farmen vor unerwünschten Zweibeinern und gefährlichen Vierbeinern, Leoparden, Paviane, Wildhunde, Hyänen und auch alle anderen Beutegreifer mussten vor diesen Hunden stets auf der Hut sein, wenn sie sich einer Farm näherten. Ja. Während die Löwenjagd mit den Ridgebacks heute der Vergangenheit angehört, erfüllt der Boerboel bis heute seine Aufgaben als Bauernhund bei vielen südafrikanischen Farmen. So viel zur Geschichte, kurz zusammengefasst. Und nun vergleichen wir die beiden ein klein wenig miteinander und beginnen gleich mal mit Größe und Gewicht. Schauen Sie, ich klammere mich hier nicht zu sehr am Rassestandard fest. Natürlich kann ich ihn runterlesen, wenn ich möchte, aber ich möchte mich eher in der Realität bewegen, denn
Ja, Ridgebacks werden bis zu maximal 69 cm Schulterhöhe angegeben, doch ich sah schon Ridgebacks mit über 70 cm. Aber Sie können bei diesem Hund von Schulterhöhen mit bis zu 70 cm ausgehen. Rüden nähern sich selbstverständlich immer häufiger derartigen Schulterhöhen, als es Hündinnen tun. Die sind immer wie bei den meisten Rassen, nicht bei allen, einige Zentimeter kleiner. Auch der Boerboel wird ähnlich groß. Hier spricht man von einer optimalen Schulterhöhe bei Rüden von 66 cm. Hündinnen werden auch hier etwas kleiner. Doch es gibt auch Boerboels mit über 70 cm Schulterhöhe. Ist eine Sache der Zuchtstätte, eine Sache der Linie und so weiter. Ja, aber nochmal, sie bewegen sich in ähnlicher Kategorie, wenn es um die Schulterhöhe, um die Größe geht. Beim Gewicht sieht das etwas anders aus. Ich sage Ihnen was, soweit ich mich erinnern kann, ist der Ridgeback als Hund mit bis zu 40 Kilo im Rassestandard angegeben. Vielleicht täusche ich mich jetzt, ja, auch hier ist es in der Realität häufig anders, wenn Sie auf eine massige Linie des Ridgebacks treffen, und die gibt es. Ich sah Ridgebacks, die eine Anatomie vorwiesen, dass sie schon fast in die Kategorie der Windhunde gepasst hätten, und ich kannte einen Ridgeback-Rüden, der sah aus wie ein Tosaino, den man mit Botox die Falten weggespritzt hat. Verstehen Sie, was ich meine? Nicht ganz so massig, aber der ging schon in diese Richtung hinein. Also, Sie können schon damit rechnen, dass Sie hier und da mal auf einen Ridgeback-Rüden mit über 50 Kilo Gewicht stoßen. Ganz klar, doch wirklich viel schwerer wird der Rhodesian Ridgeback im Normalfall nicht. Aber dennoch, die können schon etwas an Gewicht auf die Waage werfen. Der Boerboel, obwohl er nicht zu den größten Hunden zählt. Ich meine, ein Hund, der sich auf 70 cm Schulterhöhen zubewegt, ist kein kleiner Hund. Das ist schon ein Hund. Ich sage immer, ab 65 cm Schulterhöhe sind es schon große Hunde. Ja? Also der Boerboel ist ein großer Hund, aber bei weitem kein Riese. Doch diese Hunde erreichen bis zu 90 Kilo Gewicht. Ja, läuft Ihnen nicht jeden Tag ein 90 Kilo schwerer Boerboel-Rüde mit 66 cm Schulterhöhe um den Weg. Doch sie existieren. Aber bei diesem Hund spricht man von äußerst leichten Hunden, wenn sie nur 50 Kilo auf die Waage schmeißen. Möglich, dass sie auf eine eher schlanker gebaute Boerboel-Hündin mit solch einem Gewicht treffen. Die Rüden bewegen sich zumeist zwischen 60 und 80 Kilo Gewicht. Nur wie gesagt, die ganz schweren Brocken werfen auch 90 Kilo Gewicht auf die Waage, wobei es mir persönlich schon etwas zu viel wäre. Nicht der Optik wegen, ja, denn wenn Sie mal vor solch einem Rüden gestanden sind, ja, dann werden Sie von dieser Aura förmlich erdrückt. Das hat schon was, aber schauen Sie, es ist trotzdem nur ein Hund mit dementsprechendem Skelett. Auch wenn die Knochenstruktur eine wuchtigere ist bei windigeren Hunden, drücken dann 90 Kilo auf dieses Skelett drauf. Gesund ist das nicht. Auch mir gefallen diese Brocken sehr gut. Aber wie gesagt, ja, Sie verstehen, was ich meine. Also nochmal, ähnliche Größe, Gewichtsunterschied ist sehr groß. Ja. Hier haben Sie schnell mal einen Boerboel-Rüden, der 40 Kilo schwerer ist als ein Rhodesian Ridgeback-Rüde. Ja. Sehen wir uns mal das Fell an. Beide kurzhaarig mit so gut wie keiner Unterwolle. Der Ridgeback kommt in Gelb, Weizenfarben und Rot vor. Mir persönlich kann der Rhodesian Ridgeback nicht rot genug sein. Das ist die Farbe, die mir bei diesem Hund am besten gefällt. Schauen Sie, der Rhodesian Ridgeback gefällt mir in jeder Farbe, aber die Geschmäcker sind nun mal verschieden. Und dieses tiefe Rot bei Ridgebacks, ich sah das erste Mal bei einem Ridgeback auf einer Ausstellung, fantastische Farbe, gefällt mir wahnsinnig gut. Wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Sie starten vielleicht voller Elan in den Tag, wenn Sie den Radio aufdrehen und da drinnen spielt Rammstein, da gehe ich in Deckung, da bekomme ich Angst. Ja. Ich beginne in jeder Situation zu tanzen, auch bei einem Vorstellungsgespräch, wenn von den Detroit Emeralds Feel the Need in Me im Radio kommt. Ja. Ja, auch wenn Sie jetzt sagen, ist ein alter Schinken, kannst du dir am Bauch bieten.
Geschmäcker sind verschieden. Ja. Der Boerboel kommt in denselben Farben vor wie der Rhodesian Ridgeback, doch gibt es den Boerboel auch in gestrommt und in Schwarz, wobei das Schwarz beim Boerboel eher selten auftritt, ähnlich wie beim Tosa Inu, der ja eigentlich die gleiche Farbpalette vorweist, wie es der Boerboel tut. Gesamterscheinung, ja. Der Ridgeback ist ein Jäger und so sieht er auch aus. Der Boerboel ist ein Beschützer und so sieht er auch aus, obwohl der Ridgeback ebenfalls ein Beschützer sein kann und der Boerboel ein Jäger sein kann. Doch ihre, wie soll ich sagen, Paradedisziplin ist beim Ridgeback die Jagd und beim Boerboel das Beschützen und so wirken sie anatomisch. Der Ridgeback ist ein sehr athletischer, hochläufiger, dennoch stark bemuskelter, drahtiger Hund. Es gibt sie auch massiger, doch der Großteil dieser Hunde ist eher schlank, muskulös aufgebaut. Geht anatomisch in ähnliche Richtung hinein wie Dobermann, Weimaraner. Sie verstehen, was ich meine, während der Boerboel, der südafrikanische Mastiff, der Prototyp eines Molossers ist. Riesen, blockartiger Kopf und wahnsinnig viel Substanz, überladene Muskulatur, viel Gewicht, stark, knochig. Also anatomisch im ersten Augenblick wirken sie schon völlig anders. Hat einen Grund, warum sie so gebaut sind. Ja, wie gesagt, nochmal, der Fokus beim Ridgeback wurde vermehrt auf die Jagd gelegt, mit Tauglichkeit zum Bewachen, zum Beschützen, und beim Boerboel war es genau umgekehrt. Ja. Wenn wir uns die Leistungsfähigkeit ansehen, ja, auch hier herrschen große Unterschiede vor. Der Ridgeback ist mit Sicherheit, jeder, der das bezweifelt, hören Sie, schneller, ja, mit Sicherheit ausdauernder, explosiver, beweglicher. Der Boerboel ist stärker, dreimal so stark. Ja, Boerboel-Fans werden sagen, 4-mal so stark. Ja. Der Boerboel zählt für mich Pound for Pound als stärkster Hund der Welt. Gilt für viele Menschen der Bull Terrier Pound for Pound. Sie verstehen, was ich meine. Als stärkster Hund der Welt. Ich würde den Boerboel als stärksten Hund der Welt bezeichnen. Ich bin mir sicher, es gibt keine andere Hunderasse, die, also nicht, dass ich wüsste, die auf eine Schulterhöhe von 66 cm 90 Kilo auf die Waage wirft und dabei größtenteils durch die Muskulatur dieses Gewicht vorweist. Verstehen Sie, was ich meine? Also, wenn Sie mal vor einem Boerboel gestanden sind, der noch dazu vielleicht ein besonders kräftiges Exemplar seiner Rasse darstellt, sehen Sie sich mal die Hinterhand dieser Hunde an. Die ist gewaltig. Kopf, Nacken, Vorderläufe, Brust. Wahnsinn. Ja? Also ganz klar, wenn es ums Thema Laufen, Ausdauer, Beweglichkeit, Explosivität geht, kann der Boerboel den Rhodesian Ridgeback nimmer das Wasser halten. Doch wenn es um die Power geht, um die rohe Kraft geht, ja, dann geht der Ridgeback gegenüber dem Boerboel hier völlig unter und höchstwahrscheinlich 99,9% aller anderen Hunderassen auf der Welt ebenso. Ja. Und jetzt sehen wir uns mal den Charakter an und hier wird es sehr interessant. Ja. Also, ja, ich hatte mit Ridgebacks häufig zu tun, mit Boerboels nicht. Boerboels sah ich bis jetzt nur auf Ausstellungen und hatte erst einmal in meinem Leben, da hatte ich wie du schon mit einem Boerboel Kontakt, und das aber nur über 20 Minuten. Ich kann also hauptsächlich nur aus der Theorie schöpfen beim Boerboel. Beim Rhodesian Ridgeback geht es auch aus der Praxis. Ja, also, ich sage Ihnen mal, wie die beiden Hunde beschrieben werden, und dann werde ich Ihnen einige Erlebnisse meinerseits mit dem Ridgeback und einige Charakterzüge
so wie ich der Meinung bin, dass der Boerboel funktioniert, preisgeben. So. Der Ridgeback gilt als äußerst intelligenter Hund, der aber keinen Kadavergehorsam vorweist, wie es gerne viele Gebrauchshunderassen tun. Ja, also mit Druck geht bei einem Ridgeback gar nichts, dann macht der zu. Da gibt es ja viele Hunderassen, die auf diese Art und Weise funktionieren. Das sind sehr intelligente Hunde, die auch immer mit ihren Herren zusammengearbeitet haben. Aber beim Ridgeback benötigt man schon eine gewisse Art von Gefühl, ja, dass man hier ein harmonisches Team bei verschiedensten Aufgaben darstellt. Verstehen Sie, was ich meine? Nein. Hätte ich es auf den Hundeabrichtesport abgesehen, wäre der Ridgeback mit Sicherheit einer der letzten Hunde in dieser Größenkategorie, für welche ich mich entscheiden würde. Wobei ich aber davon überzeugt bin, wenn man ein ganz besonderes Händchen hat für diesen Hund, dass man auch am Platz mit ihm arbeiten kann. Ich persönlich arbeitete noch nie am Abrichteplatz mit Ridgebacks. Ich habe auch noch nie am Abrichteplatz Ridgebacks gesehen. Das wird schon seine Gründe haben. Ja? Also es ist ein Hund, ich möchte nicht sagen mit fehlenden Will to Please, das ist nicht der Fall, doch man muss ihn mit den Tricks packen. Ja, wie man das am besten macht, ist hier wahnsinnig schwer zu erklären. In einem kurzen Vergleichsvideo. Ja, das ist aber generell die Natur solcher Sachen. Also das ist alles dann nur rausgeschleuderte Theorie. Im Grunde genommen, sage ich mal, ist es eine gute Basis, wenn man als Ridgeback-Besitzer schon etwas hundeerfahren ist, ja, und sich sehr gut in Hunde hineinfühlen kann. Ja, die Hunde erzählen ihnen so viel, ja, über Möglichkeiten, wie man sie packen kann. Ja. Und das tut auch der Ridgeback. Sie verstehen, was ich meine. Ja. Aber wie gesagt, völlig andere Herangehensweise an diese Hunderasse, wie an den typischen Gebrauchshund, einen Schäferhund oder Dobermann zum Beispiel. Wie sie alle heißen. Ja. Der Ridgeback ist ein extrem leistungsfähiger Hund. Charakterlich diesbezüglich aber ein Widerspruch in sich, denn Ridgebacks sind häufig enorm entspannt unterwegs. Enorm entspannt, extrem entspannt, passt auch nicht, tiefenentspannt unterwegs, bewegen sich langsam und elegant, auch zu Hause. Ja. Sehr elegante, ruhige, seriöse Hunde, die aber von einer Sekunde auf die andere explodieren können, leistungstechnisch explodieren können. Da haut ihnen dann den Vogel raus und dann zischen die mit Geschwindigkeiten ab, mit einer Beweglichkeit, dass man nur so sieht. Ja. Also Ridgebacks sind diesbezüglich häufig ein Widerspruch in sich. Ich sah viele Ridgebacks, die lange Zeit tiefenentspannt, langsam, elegant unterwegs waren, ja, mit einer Ruhe, wie man sie häufig nur bei schweren Molossern sieht. Doch, wenn die Zeit gekommen ist, ja, treten die sich zu 100% und gaben Vollgas. Und das können sie, die Ridgebacks. Ja, also auch dafür sind sie bekannt und ich habe es auch schon gesehen. Es sind tolle Wach- und Schutzhunde. Ich möchte den Ridgeback nicht als perfekten Schutzhund bezeichnen, der er rein körperlich, von seiner körperlichen Fähigkeit auf jeden Fall wäre. Das ist ein wahnsinnig starker, beweglicher Hund. Er hat ein gewisses Gewicht, er hat gute Power. Aber der perfekte Schutzhund muss ein zu 100% für mich geistig zugänglicher Hund sein. Beim Ridgeback ist das häufig schwer und er kann in solchen Situationen leicht mal in Tunnel geraten. Ja, und dann haben Sie es als Besitzer in derartigen Extremsituationen schwer, zu dem Hund durchzukommen. Sie verstehen, was ich meine. Ich möchte niemanden anpatzen. Vielleicht besitzen Sie einen Ridgeback, der ständig geistig zugänglich für Sie ist, auch in den extremsten Situationen. Ja, dann haben Sie das richtige Händchen für diesen Hund. Aber es ist bei weitem schwieriger wie bei anderen Hunden. Perfekter Schutzhund, ein Riesenschnauzer zum Beispiel, der eignet sich dafür weit mehr, ja, geistig weit mehr, nicht körperlich. Na, auch der Willen ist beim Ridgeback vorhanden, sie zu beschützen. Doch ich muss den Hund auch wieder zuverlässig rausholen können. Aber hier gibt es geeignetere Hunde. Doch, generell, sei gesagt, ist er ein toller Schutzhund und auf jeden Fall ein exzellenter Wachhund.
gar keine Frage. Aufpassen muss man beim Rhodesian Ridgeback, wenn man an die Sache Sozialverhalten anderen Hunden gegenüber herangeht. Verstehen Sie, was ich meine? Ridgebacks sind im Erwachsenenalter gern die Chefs im Ring. Ich lernte solch einen Rüden kennen in einer Hundefreilaufzone mit Vito. Da war Vito 6 oder 7 Monate alt, unfreundlich, bestimmend, auftretend gegenüber allen anderen Hunden da drinnen. Besitzer nicht wirklich dagegen gearbeitet. Ja, der Ridgeback neigt dazu. Lieber Ridgeback-Besitzer, es ist nun mal so. Ja? Also viele da draußen kennen Ridgebacks, die gern mal, Sie wissen, was ich meine, ja, die Faustballen gleichgeschlechtlichen Artgenossen gegenüber. Ist nicht in Stein gemeißelt. Es gibt auch sehr viele verträgliche Ridgebacks. Dann haben sie was richtig gemacht. Aber er neigt dazu. Und da gibt es ein Sprichwort, das hörte ich irgendwann mal, wenn sich ein deutscher Schäferhund und ein Ridgeback einbilden, einen Kampf zu gewinnen, dann tun sie das auch. Ich weiß nicht, wer das damals von sich gegeben hat, aber ja, passt halt jetzt zu diesem Rassevergleich mit dem Ridgeback dazu. Also beim Sozialverhalten mit Gefühl an die Sache herangehen und immer im Hinterkopf bewahren, dass dieser Hund doch etwas zu Streitlust neigt, zumindest zu Dominanz neigt, also zur Chefrolle neigt. Ja, toller Familienhund, also gut erzogen, mit Sicherheit auch ein guter Kinderkumpel, gar keine Frage. An diese Sache muss man immer gekonnt herangehen. Das erwähne ich in jedem meiner Videos. Gilt für alle Hunderassen, egal wie sanftmütig der Rassestandard beim Charakter von diesen Hunden spricht oder nicht. Gilt für alle Hunderassen. Ist auch beim Ridgeback so, klare Sache. Jagdtrieb. Wenn Sie in ländlichem Gebiet leben, könnten Sie ein Problem mit dem Jagdtrieb dieses Hundes bekommen, der tief verwurzelt in diesem Hund drin ist. Schauen Sie, seit hunderten Jahren wird dieser Hund zur Jagd verwendet. Zur richtigen Jagd, nicht zum Vorstehen oder zur Hetzjagd. Ja. Das ist in dem Hund drin verwurzelt. Auch wenn es nur schläft, kann es schnell mal erwachen. Dann haben Sie ein Problem. Ein Hase einen Fehler macht und ein Ridgeback hat die Geschwindigkeit, um so nah hinter einem Hasen her zu sein, dass wenn der einen Fehler macht, stolpert oder was, ja, das ist dann wahr mit ihm. Ja, das dann wahr mit ihm. Ja. Sie wissen, was ich meine. Ja, ich glaube, ich brauche einen Kaffee. Gilt fürs Reh dasselbe. Also, könnte ein Problem sein, wenn man im ländlichen Gebiet lebt und vorhat, seinen Hund, wenn keine Leinenpflicht besteht, freilaufen zu lassen. Also, das sollte man bedenken. Meine persönlichen Erfahrungen sage ich dann am Schluss. Sehen wir uns mal den Burbul an. Seriös, ruhig, ist sich seiner Kraft bewusst, genauso wenig ein Gebrauchshund wie der Rhodesian Ridgeback. Auch mit dem Burbul kann man arbeiten, den höchstwahrscheinlich hervorragend arbeiten, wenn man ein Händchen hat für ihn. Doch auch der Hund macht mit Sicherheit komplett die Tür zu, wenn sie Druck machen. Der Burbul gilt als äußerst personenbezogener Hund, als sogenannter Verfolger. Also, einer meiner Arbeitskollegen besaß, also die Tante, eine südafrikanische Farmerin, eines meiner ehemaligen Arbeitskollegen, des Bernd, der ein gebürtiger Südafrikaner ist, die besaß einen Burbul. Über den habe ich Ihnen, glaube ich, schon erzählt. Diese Geschichte mit den Eindringlingen, wo der Yorkshire Terrier erschlagen wird, der Burbul den Einbrecher packt und dann einen Splitterbruch am Ellbogen erleidet, weil der Kumpel dieses Einbrechers auch drüber hüpft, um seinen vom Hund festgehaltenen Kompagnon zu helfen und mit der Eisenstange auf den Hund einschlägt. Das war auch so ein Verfolger. Die konnte nicht mal aufs Klo gehen, ohne dass der Hund sie verfolgte. Diese Hunde sind es sind häufig schwer ans Alleinebleiben zu gewöhnen. Das sagt man auch einem Fila Brasileiro nach. Mit Sicherheit eine individuelle Geschichte, aber sie neigen dazu, hier Schwierigkeiten zu zeigen, weil sie derartig personenbezogen anhänglich sind. Ja. Verfolger. Fila Brasileiro, Burbul, 2 Hunderassen, welche für diese Eigenschaft bekannt sind, so wie der Rottweiler, der Dobermann und der Riesenschnauzer für die Eigenschaft Einmannhund bekannt sind. Der Burbul ist ein
reinrassiger Wach- und Schutzhund. Doch, ich bin mir auch beim Boerboel sicher, dass wenn der mal rot sieht, sie nicht so leicht Zugang finden. Und ich bin mir auch sicher, zu wissen, weshalb das so ist. Schauen Sie, in Südafrika ticken die Uhren anders. Verstehen Sie, was ich meine? In gewissen Extremsituationen dort war es nicht unbedingt oberstes Gebot, den Hund aus gewissen Situationen wieder schnell rausholen zu können. Ne? In anderen Ländern, wo Hunde als Schutzhunde verwendet wurden, wie der Dobermann zum Beispiel, der nur für diese Aufgabe gezüchtet wurde, war es schon weit wichtiger, ja, dass der Hund zwar zuschlägt, ja, aber dass ich ihn auch schnell wieder da rausholen kann. Ja. Ja, also wie gesagt, nochmal, körperlich und geistig ein absolut überzeugter Leibwächter, dieser Hund, ich sage nur was. Ich bin mir sicher, niemand auf diesem Planeten, kein Mensch, würde sich wünschen oder würde es, wie soll ich sagen, verharmlosen, wenn ein Flöckchen mit der Absicht, sie auszuradieren, auf sie zuläuft. Ja, Sie verstehen schon, was ich meine. Na, also effektivst zu diesem Thema, gar keine Frage. Doch könnte zum Problem werden, wenn sich der wirklich davon überzeugt zeigt, ja, dass man den dann wieder von dieser Überzeugung rausholt. Ja. Also wie gesagt, ebenfalls ein toller Familienhund, der aber etwas, wenn diese Eigenschaft des Verfolgens bei ihm stark ausgeprägt ist, schon nervig werden kann manchmal. Ja. Verstehen Sie mich nicht falsch. Das kann ja eine Zeit lang sehr nett sein, aber wenn ich nicht mal allein aufs Klo gehen kann und nicht, dass der Hund vor der Tür sitzt oder mit mir reingehen möchte, dann könnte das alles schon ein wenig, ja, Sie wissen schon, ja. Auch beim Boerboel könnte ein Jagdtrieb ausbrechen. Auch der Hund wurde hunderte Jahre lang immer zur Jagd eingesetzt. Aber hier sind sie höchstwahrscheinlich besser geschützt vor einem wild ausbrechenden Jagdtrieb, als es beim Rhodesian Ridgeback der Fall ist. Nun, ja, oberflächlich erklärt, die Charaktere der beiden Hunde. Ich möchte sie jetzt dann zum Schluss nochmal voneinander unterscheiden charakterlich. Ja. Aber zuerst mal meine Erfahrungen mit diesen beiden. Ja, mit Ridgebacks hatte ich schon mehrere Erfahrungen gemacht. Wir haben hier in der Nachbarortschaft eine tolle Züchterin von Rhodesian Ridgeback und einige ihrer Hunde habe ich schon manchmal mit Vito beim Spazierengehen getroffen. Eine tolle Linie. Wunderschöne Hunde. Recht groß. Ein Lebensmittelgeschäft Besitzer, der mittlerweile aber schon zugesperrt hat, auch bei uns in der Ortschaft, der hatte eine Rhodesian Ridgeback Hündin, eben von dieser Züchterin. Ja, wir hatten da mal direkt da unten beim Fenster auf der großen Wiese ein Kinderfest. Und da kam er mit der Ridgeback-Hündin zu Besuch. Ich war auch unten. Ja, wir begannen miteinander zu sprechen. Eine sehr freundliche, ruhige Hündin. Sehr hoch. Die bewegte sich gut auf 70 cm Schulterhöhe, war aber ein Mädchen. Wir haben hier einen Kater. Alle kennen ihn unter dem Namen Franzl. Ein halbwilder, graugestreifter Kater, der mich schon mal in die Wade gebissen hat. Ja, und als dieser Herr mit seiner Ridgeback-Hündin unten auf der Wiese stand, ich neben ihm, die Hündin war an der Leine, spazierte in Abstand von etwa 10 oder 15 Meter Franzl bei uns vorbei. Und die Entspannung dieser Hündin, die ja tiefenentspannt war, ja, obwohl die Kinder herumgetollt sind, Wirbel, alles, aber kein Problem, total nervenstarke Hündin gewesen. Schlug um in, wie soll ich Ihnen sagen, als sie den Kater sah, in Mordlust. Jeder Muskel in dieser Hündin hat sich angespannt. Sie bekam sofort Falten auf der Stirn, die Ohren nach vorn geklappt, die Augen. Der Ausdruck ihrer Augen veränderte sich. Und ich sagte zu ihm nur, die werden auch keine Freunde mehr, oder? Und er sagte, na, würde sie jetzt nicht an der Leine sein, wäre dem Kater der Tod sicher. Also die würde dann nicht lange herumfackeln. Ich würde ihn töten. Nicht nur jagen, ich würde ihn auch töten. Ja, vielleicht hat sie in dem Kater irgendwie einen Löwen gesehen, ich weiß es nicht, ja, aber eine wunderschöne Hündin. In Wien besaß die Nachbarin meines Sohnes
2 Ridgebacks, eine Hündin und einen Rüden, die ich auch öfter sah. Wahnsinnig ruhige, entspannte, ausgeglichene Hunde. Wenn man auf die getroffen ist, elegant unterwegs gewesen, was wieder das bestätigt, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Die haben zwar angeschlagen, wenn bei ihr geläutet wurde, ich weiß das, wenn wir auf Besuch waren und es wurde bei ihr geläutet, hörte ich die Hunde. Doch, wenn man denen im Stiegenhaus entgegenkam, ruhig, die sind bei dir vorbei stolziert, elegant, wieso? Schwer zu sagen, also so eine eigene Eleganz weisen diese Ridgebacks vor. Wunderschöne Hunde. Ja, und ich sah schon viele Ridgebacks auf Ausstellungen. Den schönsten Rüden sah ich in Tulln. Das ist das Tullner Messegelände, ist der Ort, wo ich höchstwahrscheinlich die meisten Ausstellungen besucht habe. Und dort sah ich einen tiefroten Rhodesian Ridgeback, 68 cm Schulterhöhe, tiefrot. Da sahen Sie jede Muskelfaser laufen bei diesem Hund. Ich schätze nach 40, 45 Kilo schwer. Schlank, aber ein Muskelpaket. Hat mir so gut gefallen. Und seitdem bin ich ein Riesenfan dieser Hunde. Ja, kurz einmal zu meinen Erlebnissen mit dem Boerboel. Also wie gesagt, persönlich kannte ich überhaupt keinen. Ich habe einmal privat einen getroffen, wie ich mit Vito unterwegs war. Mit dem haben wir 20 Minuten gesprochen, doch zu dem gleich später. Die meisten Boerboels sah ich auf Ausstellungen. Das erste, was ich bei Ausstellungen tat, war in den Molosser Ring zu gehen. Das war immer meine erste Schandtat dort. Ja, da sah ich Boerboels. Größtenteils wirklich beeindruckende Brocken. Wären mir auch nie negativ aufgefallen. Also alles recht ausgeglichene, selbstbewusste, ruhige, keine nervösen Hunde, wunderschöne Hunde. Ich glaube vor einem Jahr war es, oder soll es 2 Jahre her sein, war ich mit Vito im Rückhaltebecken zwischen Katzelsdorf und Neudörfl unterwegs und von der Ferne erkannte ich einen Herrn mit einem dunkelgelben, massigen Hund näher kommen. Und zuerst dachte ich mir, das ist ein Bullmastiff. Ich nahm Vito an die Leine. Als er näher kam, dachte ich mir, na, das ist, glaube ich, ein Dog oder Presa Canario. Ja, da war irgendwie der Schwerpunkt zu tief für einen Bullmastiff. Ja, das ist mir vorgekommen. Und je näher der kam, desto sicherer wurde ich mir, dass das ein Boerboel war. Und das war er auch. Ja. Also wir blieben in etwa im Abstand von 10 Meter Sicherheitsabstand stehen, denn mein Hund hatte schon wieder das ist was, Digga, Gesicht aufgesetzt, während der Boerboel rüber sah. Alter, halt den Ball flach. Ja. Und ich sage Ihnen was mir als erster aufgefallen ist. Der Hund war etwa genauso groß wie Vito. Vito hat jetzt 38, 39 Kilo. Damals war er etwas leichter mit 35, 36 Kilo vor 2 Jahren. Ja. Der Boerboel war erstens mal mindestens doppelt so schwer. Mindestens, also der warf garantiert über 70 Kilo auf die Waage. Und dann sage ich Ihnen was. Vito ist kein Windhund, aber er ist auch kein Brocken. Überhaupt nicht. Vito ist eher, habe ich schon öfter erzählt, anatomisch eher im Lager der Malinois zu Hause. Ja. Also er ist kein Brocken à la Rottweiler, Bullmastiff und so weiter, sondern eher schlank. Der Boerboel, ein Vorderlauf dieses Boerboels war so dick. Ich lüge Sie nicht an, der war mehr als doppelt so dick wie beide Vorderläufe zusammen von meinem Hund. Ja. Also hier konnte man schon sehen, woher das Gewicht stammt. Ein extrem stark knochiger Hund mit einem blockartigen Schädel, der mich an so einen Eisblock erinnerte. Also im Vergleich zum Bullmastiff, die ja auch einen wuchtigen Schädel haben, oder Bordeaux-Dogen, doch deren Köpfe sind eher rund, ja, wie Basketball. Die Köpfe der Boerboels, die ich gesehen habe, sind wie ein Block, rechteckig, wie so ein Eisblock. Ja. Also es war schon ein mächtiger Rüde, aber wie gesagt, während meiner da, dicker, willst du es wissen, war ja eher auf, geh nach Hause, ja, unterwegs. Schöner Hund, ja. Verwandtschaft. Ich habe vorher von Verwandten gesprochen, ich sage Ihnen was. Schauen Sie, diese Hunde wurden etwa zur selben Zeit
am selben Ort von denselben Leuten entwickelt. Schauen Sie, das ist so sicher wie das Amen nach dem Gebet, dass beide voneinander Blut in sich tragen. Die haben die erste Zeit mit Sicherheit beide Hundetypen miteinander gekreuzt. Ja. Irgendwann mal, ja, als sich dann der typische Phänotyp beider Hunde voneinander wegbewegte und spezialisierte, der eine hauptsächlich für die Jagd, nebensächlich für Wachenschutz, der andere hauptsächlich für Bewachen und Beschützen, nebensächlich für die Jagd, dann wird das vielleicht aufgehört haben. Ja, aber vorher wurden die untereinander gekreuzt. Ja, da fährt die Eisenbahn drüber. Ja, deswegen sage ich, sie sind miteinander verwandt, auch wenn es nirgends niedergeschrieben steht. Aber ich bin völlig davon überzeugt. Was unterscheidet die beiden wirklich? Habe ich schon einige Male jetzt in diesem Video angesprochen. Das sind für mich Brüder, ja, Halbbrüder. Der eine ist der schnelle Jäger mit Wach- und Schutzfähigkeiten. Der andere ist der kräftige Bodyguard mit jagdlichen Fähigkeiten. Charakterlich und körperlich erkennbar, das unterscheidet sie. Und dennoch haben sie auch viel miteinander gemein. Beide kommen aus derselben Ortschaft, ja, Umgebung, möchte ich mal sagen, wurden von denselben Leuten gezüchtet, zeigen auch charakterliche Ähnlichkeiten, sind beide recht ruhige Hunde im Normalfall. Ja. Keine nervösen Hunde, seriöse Hunde. Sie haben selbe Fellbeschaffenheit, sie haben ähnliche Farben vorzuweisen, ja, aber der eine ist der Brocken, der andere eher der flinke Leichtathlet. Sie wissen, was ich meine. Ja. Okay, für welchen der beiden würde ich mich entscheiden? Das ist eine extrem undankbare Frage, das kann ich Ihnen sagen. Hier würde es auf meinen Lebenszyklus ankommen. Ja, wenn ich, würde ich jetzt, das ist schwer, würde ich 10 Jahre zurückgehen und hätte ich es immer noch vor, mit meinem Hund wirklich Vollgas zu geben, würde ich mich höchstwahrscheinlich für den Rhodesian Ridgeback entscheiden, da sich dieser Hund für diese Art Hundehaltung bei Weitem mehr eignet als der Boerboel, wobei man auch mit dem Boerboel seine Stunden unterwegs sein kann. Einer meiner Freunde, der Herr Werner Stoyer, hat den Boerboel Enyo und auch der ist oft 3-4 Stunden am Stück mit ihm unterwegs. Nebenbei bemerkt ein wunderschöner Kerl mit auch über 80 Kilo Gewicht. Ich habe schon ein Video über ihn gebracht, über Enyo, in der Serie Unsere Hunde. Schöner Hund. Ja, dadurch, dass ich eher der bin, der mehr Gas gibt. Also hier hätte ich mich höchstwahrscheinlich für den Ridgeback entschieden. Heute, jetzt, würde ich Vito jetzt nicht haben, kann es ganz leicht sein, dass ich mich eher für den Boerboel entschieden hätte, da der Hund nicht derartigen Bewegungsbedarf hat wie der Ridgeback. Ist vielleicht schlecht ausgedrückt, ja, aber ich muss mit dem Boerboel oder ich kann mit gutem Gewissen mit dem Boerboel etwas auf die Bremse steigen. Wobei ich beim Ridgeback vielleicht ein schlechtes Gewissen dabei hätte. Jetzt wissen Sie, was ich meine, ja? Also, vor 10 Jahren hätte ich mir noch den Ridgeback genommen und danach eventuell, oder jetzt, den Boerboel. Ja, sie gefallen mir beide gut. Also welchen würde ich mir heute nehmen? Höchstwahrscheinlich den Boerboel. Wobei Ridgeback würde mich auch interessieren. Ja? Ist schwer, ist nicht leicht zu erklären. Ja, nun, so viel zu diesen beiden Afrikanern. 2 wahnsinnig schöne Top-Hunde, die gekonnt erzogen gehören, für die man auch eine gewisse Fitness vorweisen muss. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen 90 Kilo Boerboel an der Leine und der möchte etwas tun, das Sie nicht wollen. Ja? Viel Spaß dabei. Auf Wiedersehen. Ja? Und lassen Sie den Schirm nicht stehen. Ja, auch der Ridgeback kann einiges an Newtonmeter Drehmoment entwickeln. Vertrauen Sie mir. Ja. Auch wenn er keinen Löwen sieht. Jo, so viel zu diesen beiden Kapazundern. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon.